Ja, hallo, Fahrzeugpflege 0815 hier. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, so und so mein Name. Ich hätte einen Mercedes zum Keramikbeschichten. Machen Sie denn sowas? Mercedes Keramik beschichten? Klar, machen wir. Ja, toll. Aber der ist Mattlack. Also der hat Mattlack. Machen Sie sowas auch? Matterlack? Nein, 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 sowas machen wir nicht. Nicht? Nein, da müssen Sie woanders hin. Oh, schade. Na dann, tschüss. Wen kann ich jetzt noch anrufen? Ich probier den hier mal. Maximum Schein hier, hallo. Ja, hallo, so und so mein Name. Ich hätte einen Mercedes zum Keramikbeschichten. Der ist aber Mattlack. Keramikbeschichtung? Ja, klar machen wir die. Auch für Mattlack. Kein Problem? Nö, das ist kein Problem. Würden Sie mit dem Auto einmal vorbeikommen, damit ich es mir anschauen kann? Ich soll vorbeikommen? Ja, jetzt gerne gleich. Also, ich habe jetzt Zeit. Ja, na dann bis gleich. Dann bis gleich. Tschüss. Ja, etwas überspitzt, aber genau so ist es dem Kunden passiert. Worum ging's? Der Kunde hat eine Mercedes C-Klasse in Mattlack, also nicht matte Folie, sondern wirklich richtig Mattlack ab Werk, Originallack, und wollte diesen keramisch beschichten lassen. Ist leider aber nirgendwo fündig geworden. Also zumindest er war hier in der Umgebung bei 3 unterschiedlichen Aufbereitern und alle haben erstmal gesagt, ja klar, machen wir, machen wir. Und sobald das Wort Mattlack fiel, waren sie raus. Dann wollten sie damit nichts mehr zu tun haben oder kamen mit, naja, ich sag mal Aussagen, die eher nicht so gut sind. Davon machen wir gar nicht bis, oh, da müssen wir erstmal gucken, wie wir den polieren. War alles dabei. Am Ende ist er bei mir gelandet und hat dann die Aussage bekommen, kein Problem. So. Und da das immer mal wieder eine Frage ist, Keramikbeschichtung und Mattlack, will ich in diesem Video mal mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Und zwar wird mir immer wieder gesagt, Mensch Max, wenn ich ein Auto Keramik beschichte, dann glänzt es ja hinterher mehr. Dann würde ja aus einem Mattlack ein Glanzlack werden. Also wir haben ja hier per se keinen stumpfen Matt, sondern wir haben hier mehr so einen Seidenmatt. Was macht die Keramik? Die lässt das mehr glänzen. Ja, an sich schon, wenn es halt schon glänzend war. Aber wenn es matt ist, dann glänzt es hinterher nicht per se mehr. Ich erkläre es anders. Es gibt Keramiken, die mehr Glanz erzeugen, indem sie Glanzverstärker enthalten. Das heißt, ihr habt da irgendwelche Partikel drin, ihr habt da irgendwelche Silikonöle mit drin, die einfach für mehr Glanz sorgen. Solche Keramiken nutze ich hier nicht. Die Keramik, die ich hier nutze, hat keine eigenen Glanzverstärker. Das heißt, an sich bringt die halt nicht mehr Glanz, sondern sie bringt das, was sie bringt, ist mehr Farbtiefe. Mehr Glanz entsteht hauptsächlich natürlich durch die Vorarbeit, die wir machen. Also das viele Polieren, was ich hier im Vorfeld einfach veranstalte und diese tagelangen Odysseen an Cutten und wieder hochpolieren. Die den Lack halt so schön glätten, das habe ich in, glaube ich, genug Videos mittlerweile erklärt. Was machen wir beim Mattlack? Natürlich nicht polieren. Auf gar keinen Fall. Todsünde. Also dann könnt ihr auch gleich durch die Waschstraße fahren damit. Also ich gebe schon mal einen Trailer zu gleich. Ich werde polieren an dem Auto, aber bestimmt nicht die matten Flächen, sondern zum Beispiel die Spiegel, die in Uni-Schwarz sind. Also solche Hochglanzsachen. Die Scheiben werden poliert, denn er kriegt auch eine Scheibenkeramik ringsrum. Das heißt, die Scheiben werden vorher poliert, damit die Korrosion auf dem Glas entfernt wird, damit die Scheiben schön sauber sind, damit die Keramik viel besser hält und viel bessere Leistung abliefert. Wenn ihr das nämlich nicht macht und klatscht die einfach nur drauf, dann hält die nicht lange und es perlt auch nicht sehr schön. Dann ist das gute Produkt auch für die Katz. Und auf den ganzen matten Flächen beschichten wir ganz normal. Das ist dieselbe Keramik, die ich auch bei den Glanzlacken benutze. Gibt es keine besondere, manche Hersteller von Keramiken benutzen besondere, die dann eine andere Zusammensetzung haben, die dann wahrscheinlich keine Glanzverstärker drin haben, wie die Hochglanzversion. Ist hier aber halt bei der, die ich nutze, nicht der Fall. Das heißt, ich kann einfach ein und dieselbe nehmen
Die nehme ich für sehr viele Sachen, auch zum Beispiel für die ganzen Kunststoffteile im Außenbereich. Das machen wirklich viele bei dieser Keramik und es ist kein Problem. Gewaschen habe ich das Auto schon, das tue ich euch jetzt nicht an. Wie ich Autos wasche, habe ich schon in genug Videos gezeigt. Wenn wir hier irgendwann indoor einen Waschplatz haben, dann werde ich auch wieder ab und zu Videos machen zum Waschen. Ansonsten, wenn es nicht unbedingt, wenn ich nicht wahnsinnig Bock drauf habe, die Wäsche zu zeigen, weil es irgendwie so ein, keine Ahnung, ein besonderes Auto ist oder besonders dreckig oder hast du nie gesehen, dann ja, muss es ja nicht immer sein. Genau, also ich war schon mal ganz gründlich dabei, das Auto zu waschen, denn das ist der wichtigste Schritt, den ihr hier tun müsst, denn wir können ja keine andere Vorarbeit leisten. Ich kann ja jetzt hier nicht anfangen mit Knete oder mit Politur, wie gesagt, nee. Geht halt nicht, ist nicht. Das heißt, wir können hier nur über die Reinigung die Vorarbeit leisten. Kratzer, die drin sind, bleiben drin. Das ist nun mal so, da können wir nichts machen, ist so. Ja. Was wir hier jetzt noch machen, ist, ich werde mir das Auto jetzt nochmal hochnehmen, werde nochmal die Teerflecken entfernen, denn die sind bei der Wäsche noch nicht komplett weggegangen. Das heißt, ich tupfe hier nochmal mit so einem Teerentferner diese Flecken weg, also vermutlich mehr so den unteren Bereich. Danach gehen wir ran und polieren, aber nur die hochglanzschwarzen Teile und die Scheiben. Das heißt, alles andere werde ich in dem Zuge erstmal gründlich abkleben müssen. Weil ich will ja nicht draufkommen versehentlich mit der Poliermaschine und dann fängt auf einmal so ein Halbmond an zu glänzen. Wäre natürlich nicht so gut. Wenn wir das alles gemacht haben, dann wird das Auto nur noch entfettet und dann kommt die Beschichtung drauf. So easy. Ne? Und das ist sehr gut kalkulierbar bei jedem matten Auto, egal ob matter Lack oder matte Folie, sodass der Preis für die Keramikbeschichtung bei Mattlacken relativ kalkulierbar ist für die Autos und auch sehr günstig. Klar, ich bin hier, wenn ich mir Mühe gebe, bin ich mit so einem Auto in einem Tag durch. Also wirklich von Waschen, Vorbereiten, Keramik drauf, dann steht es noch ein Tag. Okay, also sind es 2 Tage, aber meine Arbeit ist ein Tag und dann war es das. Genug geredet, legen wir los und ich zeige euch dann nochmal einen schönen 50-50-Vergleich auf der Motorhaube, wenn wir an der Stelle sind. Auf geht's! Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Yeah.
hier haben wir den 50-50-Vergleich und habt ihr den Unterschied gesehen zwischen dieser Seite, die ich schon beschichtet habe, und diese Seite, die noch unbeschichtet ist? Ja klar, die Seite glänzt jetzt wie Sau. Nee, eben nicht. Also, ich erkenne nicht mal einen Übergang mit einer Kante oder irgendwas. Also, ihr habt eine Farbvertiefung, aber bei so einem Grau-Silber ist die natürlich echt. Also insgesamt könnte man es bestimmt auch wieder messen mit irgendwelchen hochpräzisen Messgeräten, aber so mit einem bloßen Auge, Kamera beim Silber, vergesst es. Aber das ist halt der Punkt. Es fängt nicht auf einmal an zu glänzen, sondern es bleibt genauso schön matt, wie es vorher war, nur beschichtet. Vor- und Nachteil und warum die anderen sich da nicht dran trauen, klären wir nachher. Ich mache erstmal das Auto fertig und dann hören wir uns gleich nochmal wieder. Ja, die Tage werden kürzer und was heißt das? Ja, wir gehen in Richtung Winter und Weihnachten. Falls ihr noch ein Geschenk sucht für einen Lieben, dann ist vielleicht ein Gutschein genau das Richtige für euch. Bei mir könnt ihr Gutscheine erwerben, schreibt mich dafür einfach an unter info@maximumschein.de. Die Gutscheine sind 3 Jahre gültig, das heißt, die müsst ihr auch nicht sofort einlösen. Wert, wie ihr das möchtet, alle Infos verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Auto ist fertig und immer noch matt. Ja, tatsächlich, wie versprochen, hat sich nichts geändert. Ihr erkennt auch wirklich kaum einen Unterschied. Ich finde das Produkt, was ich hier nutze, auch wirklich klasse. Ich habe ja vorher viele andere ausprobiert, hatte da auch schon mal Mattlacke und hatte dann auch spezielle Produkte und fand, das war ein krasserer Farbunterschied und auch ein krasserer mehr Glanz, sage ich jetzt einfach mal, den ihr da am Ende hattet. Ich finde auch auf Glanzlack wirkt die Farbvertiefung krasser als bei so einem Mattlack, ganz klar. Warum trauen sich jetzt so viele da nicht ran oder sagen dann, weisen das von sich und sagen, nee, also wenn es matt ist und dann noch Gebrauchtwagen, um Gottes Willen. Ja, eigentlich aus meiner Sicht relativ easy. Waschen vernünftig, vorbereiten vernünftig, entfetten vernünftig, Keramik auftragen und mit Sorgfalt abnehmen. Das ist hier das wichtige Stichwort, denn das ist das, was die Zeit frisst und alles. Und das wollen manche halt nicht. Manche wollen halt einfach nur die Autos durchziehen und wollen halt sich nicht so ein umfangreiches Projekt ans Bein binden und wollen halt nicht so viel Zeit damit blocken. Ich mache ja nur sowas. Also bei mir ist das Kürzeste vielleicht mal einen halben Tag. So eine Innenreinigung oder sowas. Aber ansonsten sind es ja eher langfristige Projekte. Das hier ist für die Keramik schon echt schnell. Der ist jetzt nach 2 Tagen fertig und der Kunde kann den dann morgen wieder abholen. Und das war's dann am Ende. Und sei es drum, wenn ihr sowas habt, also ihr habt einen Mattlack, den kann man beschichten, das ist kein Problem, egal ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen oder schon mal beschichtet, das ist alles problemlos möglich. Geht am besten direkt zum Profi, also jemand, der das viel macht und nicht zu jemandem, der das auch irgendwo mit drin zu stehen hat. Also ich sage es immer wieder, ich biete alles an, die gesamte Palette von der Fahrzeugaufbereitung, aber tatsächlich 80-90% mache ich hier so eine Full Detailings inklusive Keramikbeschichtung oder halt Neuwagen-Keramikbeschichtung. Deswegen habe ich auch eine neue Seite, neuwagenschutz.de. Falls ihr euch einen Neuwagen holen wollt, guckt da einfach mal drauf. Da habe ich nochmal zusammengefasst die Sachen, die man bei einem Neuwagen machen kann. Was macht Sinn? Lasst euch gerne beraten, ist absolut kostenfrei. Kommt mit dem Auto vorbei oder kommt einfach vorbei oder ruft mich an
und wir quatschen ein bisschen und gucken, was da möglich ist, was kostet vor allem, muss ja auch immer zum Budget passen desjenigen. Apropos Budget, das ist hier bei Mattlack oder folierten Fahrzeugen, findet ihr die Preise für die Keramikbeschichtung auf meiner Seite. Das sind auch die Preise, die ihr tatsächlich dann am Ende bezahlt. Wenn ihr mit einem Glanzlack kommt, dann bezahlt ihr mal was anderes. Das liegt einfach an der Vorarbeit. Wenn es ein Gebrauchtwagen ist, dann ist ja eine immense Vorarbeit. Das seht ihr ja hier immer bei meinen Videos, dass ich hier tagelang am Polieren und Vorbereiten bin, um dann das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Das ist hier bei so einem Mattlack einfach nicht nötig. Bisschen poliert haben wir, die unischwarzen Teile glänzen jetzt auch wieder sehr schön. Ansonsten ist eigentlich alles im Außenbereich keramisch beschichtet worden, abgesehen von den Felgen-Bremssätteln. Felgen, meinte der Kunde, bringt er nächstes Jahr dann nochmal. Ich weiß nicht, ob es die sind oder dann andere, aber da kümmern wir uns später drum. Jetzt erstmal das Auto, das ist beschichtet und damit sind wir hier durch. Ja, vielen Dank, dass ihr bis hier geschaut habt. Jetzt gibt es noch Aufnahmen vom fertigen Auto, diesmal in matt. Und ich hoffe, euch beim nächsten Video auch wieder begrüßen zu können. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Halt, stopp, habe ich fast vergessen. Bin hier schon fast am Abhauen. Eine Besonderheit bei Mattlackbeschichtungen gibt es natürlich noch, die ich jetzt noch nicht gesagt habe. Und zwar ist das natürlich, dass ihr nur eine Chance habt. Wenn ihr ein Teil beschichtet und merkt dann hinterher, oh, ich habe da Stirn übersehen beim Abnehmen, dann ist nichts mehr mit korrigieren. Die sind dann da. Und das ist natürlich eine große Schwierigkeit und eine große Herausforderung, das Ganze schlierenfrei hinzubekommen. Gerade wenn man eine sehr kurze Ablüftzeit hat und die, ich sag jetzt mal, ja, krassen Keramiken haben eher eine kürzere Ablüftzeit. Es gibt natürlich mildere, die ihr nehmen könnt, die eine längere Ablüftzeit haben, sondern aber meistens, ich sag jetzt mal, die schlechteren Keramiken. Also soll jetzt nicht heißen, dass die schlecht sind oder irgendwas, aber es gibt ja schon Unterschiede, ne? Und ja, da habt ihr nun mal einen Versuch. Hättet ihr einen Glanzlack, dann könntet ihr das wieder polieren, dann würdet ihr das runternehmen, würdet das neu beschichten, also wieder entfetten, wieder beschichten und so, dann wäre das weg. Hier habt ihr nur eine Chance, werdet ihr verkackt.